Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Wir haben uns jetzt alle Elemente von Hänschen Klein angeschaut. Hänschen Kleins kleiner Trip. Was uns aber noch fehlt, ist die Bassdrum. Ein Techno-Track ohne Bassdrum ist wie Butterbrot ohne Butter und ohne Brot. Das heißt, das ist tatsächlich ein wirklich tragendes Element. Eine Bassdrum lässt sich tatsächlich auf vielerlei Arten erzeugen. Ich kann das an einem Modularsystem patchen. Ich kann einen normalen Synthesizer hernehmen, um das zu machen. Ist überhaupt kein Problem. Es gibt aber auch, Bassdrum-Synthesizer, die darauf spezialisiert sind. Ich habe hier 2 Exemplare stehen. Das ist zum einen die M-Bass von Yomox und zum anderen die Kick Lancet von Vermona. Wir schauen uns jetzt ohne Hall einfach mal die Parameter an so einem Bassdrum-Synthesizer an. Weil letzten Endes, es ist ein Synthesizer, das heißt, wir müssten dieselben Parameter finden, wie wir sie auch bei allen anderen Synthesizern finden. Wir haben hier zum einen Decay. Macht das, was ein Decay macht, es verlängert den Ton letzten Endes. Pitch auch soweit klar. Jetzt haben wir hier Bend und Time. Die beziehen sich beide so ein bisschen auf die Envelope und sind auch voneinander abhängig. Also die kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie standen, ist aber auch egal. Wir haben hier zusätzlich noch eine FM-Möglichkeit. Das wäre jetzt so ein tatsächlich relativ typischer FM-Sound, der irgendwie so ein bisschen metallisch klingt. Für eine klassische Bassdrum braucht man das eher nicht. Viel interessanter ist schon Attack. Wenn ich den jetzt hier ganz runterdrehe, merken wir, dieser Startimpuls ist nicht mehr da. Jetzt ist es schon ziemlich extrem. Und gerade für das Kick-Geräusch, also wenn man sich jetzt wirklich eine Bassdrum im klassischen Sinne an einem Schlagzeug vorstellt, habe ich ja zum einen den Korpus, der irgendwie einen Ton macht. Ich habe aber eben auch den Schlegel, der auf die Bassdrum drauf trifft. Für dieses Kick-Geräusch nutzt man tatsächlich den Attack. Jetzt kann ich mit so einem Synthesizer wie der Kick Lancet aber nicht nur Bassdrum-Sounds machen, sondern ich könnte, da ich einen Rauschgenerator habe, auch etwas wie eine Snare beispielsweise machen oder tatsächlich auch simpel eine Hi-Hat. Dann habe ich noch verschiedene Wellenformen, die ich einstellen kann. Und hier gibt es jetzt noch den Regler, der Balls heißt. Also Eier zu gut Deutsch. Letzten Endes ist das mehr oder minder einfach ein Equalizer. So, das heißt, gehen wir mal wieder auf die Einstellung zurück. Ist noch nicht wirklich Bassdrum, fehlt irgendwie der Bass. Warum? Weil es eine zweite gibt und die sich ergänzen. Also eins, was wirklich eher Kick macht und das andere, was mehr oder minder nur diesen Bassdrum-Bauch macht. Wenn ich den Hall mal wieder zuschalte, merken wir auch, hier ist Hall drauf und hier nicht. Ihr suppt euch nämlich eure komplette Mischung zu, wenn ihr die Bassdrum mit sehr viel Tiefen in den Hall reinschiebt. Ist eine Möglichkeit, dem zu begegnen. Wir merken, es matscht und mulmt auch nicht, selbst wenn ich die anderen Bassinstrumente mit dazu packe.
Ja, ich hoffe, es war interessant oder unterhaltsam oder beides. Wenn dem so war, dann hinterlasst gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich denke, ich werde tatsächlich, wenn wir jetzt diese Büchse der Pandora schon mal geöffnet haben, auch mal auf den Mixer ein bisschen eingehen, was man dort für Möglichkeiten hat, das zusammenzumischen und ja, lasst euch überraschen. Schaltet einfach nächste Woche wieder ein, damit ihr das nicht verpasst. Abonnieren und vor allem auch die Glocke läuten. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.